Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Heute habe ich wieder neue DIY-Anleitungen für euch und weil im Moment ja Sommerferien sind, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein paar Back-to-School DIYs, also Schulsachen oder Dinge für euren Schreibtisch, die ihr auch im Alltag benutzen könnt. Ich habe ja mittlerweile rausgehört, dass nicht mehr alle von euch zur Schule gehen oder studieren und deswegen habe ich mir Dinge ausgedacht, die ihr auch für zu Hause, für euren Schreibtisch zum Beispiel gebrauchen könnt oder einfach so im Alltag, wie zum Beispiel ein Notizbuch. Wie immer, bevor das Video losgeht, habe ich noch eine Frage des Tages an euch. Und zwar, welche Anime hast du dieses Jahr schon gesehen? Ich habe dieses Jahr so ein bisschen zu meinem Anime-Revival erklärt. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall habe ich letztes Jahr super viele Manga gelesen und hatte Lust, dieses Jahr auch mal vermehrt Anime zu gucken. Habe mir ein paar Abos geholt und super viele Anime gestartet. Darunter auch Attack on Titan, The Rising of the Shield Hero, Yona habe ich nochmal geguckt und ganz, ganz viele andere. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, was du bisher so für Anime in 2021 geguckt hast. Und damit können wir jetzt auch loslegen. Ich zeige dir heute 3 richtig coole und einfache Bastelideen für Schulsachen oder Schreibtischutensilien. Viel Spaß! Als erstes zeige ich dir, wie du ein Holzlineal verzieren kannst. Ich habe zwar kein Holzlineal gefunden, dafür aber hier so eine Box, wo ein Holzlineal bei ist. Und dieses werde ich jetzt als erstes weiß grundieren. Dafür tauche ich einen Borstenpinsel in Wasser ein und nehme anschließend weiße Acrylfarbe damit auf. Und diese Acrylfarbe verteile ich jetzt auf meinem Lineal. Du kannst zwischendurch gern immer noch etwas Wasser dazu nehmen und auch etwas von der Acrylfarbe, bis dein komplettes Lineal weiß angemalt ist. Anschließend lässt du das Ganze trocknen oder du machst es so wie ich und trocknest die Farbe mit einem Föhn. Als nächstes nimmst du dir eine Manga-Leseprobe und suchst dir daraus ein Bild aus. Dieses Bild möchte ich jetzt gerne auf mein Holzlineal übertragen. Dafür lege ich das Bild erstmal so auf mein Lineal, wie es auch gleich sein soll. Und dann lege ich darunter ein Blatt Kohlepapier. Und jetzt male ich das Manga-Bild mit einem Kugelschreiber nach. Wenn alle Linien nachgemalt sind, dann nimmst du dein Manga-Bild und das Kohlepapier ab. Ich habe hier den Mund vergessen, aber das macht nichts, den male ich einfach gleich mit auf. Jetzt nehme ich mir einen Fineliner und male alle Linien noch einmal ordentlich und sauber nach. Lasse die Fineliner-Linien richtig schön antrocknen oder föhne sie ab, so wie ich das hier wieder mache. Und dann kannst du überstehende Linien von deinem Kohlepapier einfach mit einem normalen Radiergummi wegradieren. Und dann hast du hier schon mal ein Manga-Bild auf deinem Lineal. Damit man die einzelnen Markierungen der ganzen Zentimeter besser sieht, habe ich mir gedacht, male ich diese noch einmal mit einem roten Fineliner nach. Und zum Schluss lege ich hier mein Lineal auf ein Stück Pappe und besprühe es mit Klarlack, um das Bild zu versiegeln. Und das Ganze lässt du natürlich trocknen oder föhnst es einfach an. Und dann ist dein Holzlineal mit Manga-Bild auch schon fertig. Ich hatte ja hier diese Kiste und deswegen habe ich mir gedacht, verziere ich diese Kiste einfach auch noch mit. Ich habe einfach Manga-Bilder aus Leseproben aufgeklebt und noch ein paar Details mit meinen Finelinern aufgemalt. Als nächstes zeige ich dir, wie du ein Notizbuch verzieren kannst. Dafür brauchst du ein Notizbuch mit einem etwas festeren Pappcover, ein kleines Blatt Papier, solche kleinen Beutel, die man oben verschließen kann, ein Bastelmesser, einen Permanentmarker, etwas Washi-Tape und transparentes Klebeband. Als erstes nimmst du dir dein Papier und faltest das, so wie ich, einmal in der Mitte. Und dann malst du auf dieses Papier die Form einer Flasche ohne Deckel auf. Und dieses schneidest du dann aus.
als nächstes legst du dieses Papier auf dein Notizbuch und malst die Konturen mit einem Bleistift nach. Ich male hier gleich noch den Deckel mit auf. Jetzt nimmst du dir ein Stück Pappe und legst das unter dein Cover und schneidest mit deinem Bastelmesser an der Kontur entlang. Und dann nimmst du diese Flaschenform einfach aus dem Cover raus. Ich male jetzt hier mit meinem Permanentmarker noch die Konturen der Flasche nach. Das kannst du machen, musst es aber nicht. Mach es einfach, wie es dir gefällt. Ich fand es irgendwie ganz cool mit den Konturen. Und dann nehme ich anschließend die Pappe unter dem Cover wieder raus. Jetzt nimmst du dir deinen kleinen Plastikbeutel und füllst ihn mit einem kleinen bisschen Babyöl und mit destilliertem Wasser. Fülle nicht ganz so viel auf, denn der Beutel soll nicht so prall werden, sondern einfach nur ein bisschen gefüllt sein. Denn jetzt kommt noch etwas Glitzer dazu und dieses Glitzer soll einfach gleich in diesem Beutel schwimmen können. Dann verschließt du den Beutel gut und legst ihn von innen in dein Cover rein, so dass es aussieht, als wenn die ganze Flasche mit Glitzerwasser gefüllt ist. Dann nimmst du dir dein transparentes Klebeband und klebst diesen Beutel einmal rundherum fest. Achte darauf, dass man den Kleber von der anderen Seite nicht sehen kann. Und wenn der Beutel dann komplett festgeklebt ist, dann hast du hier schon so eine Flasche, die mit Glitzerwasser gefüllt ist. Aber jetzt kommt natürlich noch ein Manga-Motiv dazu. Ich habe mir hier Postkarten genommen, die ich noch liegen hatte, und suche mir jetzt hier eine aus, die mir zu meinem Cover gefällt. Diese Karte klebe ich jetzt einfach von innen mit etwas Washi-Tape auf meinem Cover fest. Und dann wäre das Notizbuch eigentlich auch schon fertig. Aber ich finde, das sieht nicht ganz so schön aus, deswegen klebe ich hier von innen noch das erste Blatt aus dem Notizbuch einmal auf dem Cover fest. Und anschließend schneide ich mir hier noch so ein Stück bunten Tonkarton aus, den ich in den Deckel reinklebe. Ich habe hier auch so kleine Rillen aufgemalt, damit es aussieht wie ein Flaschendeckel. Und dann klebe ich mir noch ein paar selbst gebastelte Sticker mit auf. Und zum Schluss möchte ich dir gerne zeigen, wie du ein paar Kleinigkeiten in deiner Federtasche ganz einfach verzieren kannst. Ich habe hier zum Beispiel ein Radiergummi. Da pule ich jetzt als erstes diese Papphülle ab. Und diese Papphülle nehme ich mir jetzt als Schablone, um damit ein Manga-Bild auszuschneiden. Anschließend lege ich die Pappe noch einmal auf mein Manga-Bild auf, um dieses auch überall da zu falten, wo dieser Radiergummi-Umschlag gefaltet war. Und dann nimmst du dir dein Radiergummi und packst es einfach in dieses Manga-Bild ein. Zum Schluss klebst du das Ganze natürlich noch fest und dann ist dein Manga-Radiergummi auch schon fertig. Ich habe hier jetzt noch so ein paar coole Textmarker, aber die sind mir noch etwas zu langweilig. Deshalb klebe ich da jetzt einfach selbstgebastelte Sticker drauf. Die Anleitung für diese selbstgemachten Anime- und Manga-Sticker verlinke ich dir einmal hier oben. Und diese Sticker klebst du jetzt einfach auf deine Textmarker drauf. Du kannst natürlich immer Sticker wählen, die auch die passende Farbe für deinen Textmarker haben. Und alles, was oben ein bisschen absteht, das kannst du einfach abschneiden, damit sich die Sticker auf diesen Textmarkern auch richtig schön anschmiegen. Und so kannst du dir super einfach deine ganzen Schulsachen mit Stickern und Manga-Bildern verzieren.
Und wenn du bis hierher geschaut hast, schreib mir doch super gerne mal in die Kommentare, welches heute dein Lieblings-DIY war. Meins war auf jeden Fall dieses Notizbuch, weil ich es einfach super witzig finde, mit diesem Glitter in dem Wasser zu spielen. Das ist so eine richtig schöne Ablenkung, um die wichtigen Dinge aufzuschieben. Ich fand auch das Holzlineal richtig cool, aber das Notizbuch ist einfach so schön geworden. Viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Deswegen ist das auf jeden Fall dieses Mal mein Highlight. Und wenn du jetzt noch Lust auf weitere DIYs und Bastelideen zu Anime und Manga hast, dann habe ich dir hier noch 2 weitere Videos verlinkt. Abonniere auch unbedingt meinen Kanal. Dort habe ich ganz viele Videos zu Anime- und Manga-Themen gemacht, teilweise auch zu japanischen Videospielen. Also besuch unbedingt meinen Kanal. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal beim nächsten Video hier wiedersehen. Bis dann!